Ja, herzlich willkommen zu unserem Study Stream. Die erste Ausgabe unseres Study Streams im Rahmen unseres Hochschulinformationstages 2021. Dieses Jahr ja wieder in digitaler Form, wie im vergangenen Jahr schon. Und dieses Jahr möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, tatsächlich über einen Livestream viel über Studium zu erfahren, wie man zum Studium kommt, wie man das Studium erlebt und was nach dem Studium kommt. Und Sie haben die Möglichkeit, mit uns direkt über die Chatfunktion während des gesamten Livestreams in Kontakt zu treten. Da möchte ich Sie jetzt schon auffordern, das zu machen tatsächlich auch. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, die Sie haben an uns. Und bevor wir loslegen, möchte ich ganz kurz meine beiden Kolleginnen vorstellen, mit denen ich heute zusammen diesen Livestream moderieren werde. Das ist einmal meine Kollegin Vera Jü und Magdalena Fock. Wir sind aus der zentralen Studienberatung der Universität Potsdam und werden heute gemeinsam mit 3 Gästen diesen Livestream machen. Und diese 3 Gäste möchte ich auch ganz kurz vorstellen, bevor ich sie dann zu uns hole, die ersten 2 jedenfalls. Das ist einmal Wiebke Duzia. Wiebke Duzia ist Alumna der Universität Potsdam tatsächlich. Wiebke hat bei uns Deutsch und Geschichte im Lehramt an Gymnasien studiert, das heißt noch ein alter Studiengang, hat vor einigen Jahren schon ihren Abschluss gemacht und arbeitet jetzt an einer Schule in Berlin. Dann haben wir zu Gast Willi Stieger. Willi ist Student an der Universität Potsdam im Studiengang Interdisziplinäre Russlandstudien. Und last but not least haben wir eine sehr, sehr liebe Kollegin bei uns heute zu Gast, Nina Tschirner aus dem Career Service, die uns da nochmal spannende Insights geben wird, wie es eigentlich auf dem Arbeitsmarkt dann aussieht, wenn man dann irgendwann das Studium abgeschlossen hat. Und beginnen tun wir tatsächlich mit Wiebke und Willi. Und dazu würde ich Wiebke und Willi jetzt einfach mal zu uns reinbitten. Und Vera, dich verabschiede ich kurz für den Moment. Tschüss. Hallöchen, Willi und Wiebke, schön, dass ihr heute dabei seid und mit uns diesen Livestream bestreitet an diesem Donnerstag Nachmittag oder vielleicht schon Abend, dass ihr die Zeit gefunden habt, von euren Erfahrungen zu berichten und ja, für die Fragen der Studieninteressierten der Universität Potsdam offen seid. Wir haben uns so ein paar Fragen überlegt, die wir euch jetzt stellen werden. Ich würde im Prinzip mit den Fragen beginnen und dann wird Magdalena übergeben. Es kann durchaus auch sein, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen haben. Dann würden wir die euch natürlich dann auch reingeben, die ihr dann beantworten könnt. Also ich freue mich drauf und würde unsere Zuschauer an dieser Stelle nochmal herzlich dazu auffordern, stellen Sie Ihre Fragen, scheuen Sie sich nicht, in dem Chat bei YouTube einfach ja, Ihre Fragen zu stellen und die nehmen wir dann gerne auf. Wunderbar, dann steige ich gleich einfach mal ein. Wiebke, ich habe für dich tatsächlich die erste Frage. Und zwar, wenn du so ein bisschen zurückdenkst an diese Phase, in der sich jetzt unsere Studieninteressierten befinden, zurückdenkst. Wie hast du dich eigentlich damals für dein Studium entschieden? Deutsch, Geschichte, Lehramt, du kamst gerade aus der Schule, warum unbedingt Lehrerin und dann auch noch Deutsch und Geschichte? Also welche Beweggründe haben dazu geführt? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich habe mich eigentlich schon ziemlich früh für das Lehramt interessiert. Also meine Mutter ist auch Lehrerin und ich wusste schon ziemlich früh, was das eigentlich bedeutet. Also dass das nicht dieses Klischee von 13 Uhr Feierabend und ganz viel Ferien ist, sondern dass da zu Hause auch ganz viel Arbeit hintersteckt. Also das war mir schon von Anfang an klar und ich hatte ja zwischendurch auch mal andere Berufswünsche und bin dann in der 10. Klasse wieder so ein bisschen zurück aufs Lehramt gekommen, weil wir da in der Schule ein Praktikum gemacht haben. Und da habe ich noch überlegt, ob ich auf Grundschullehramt studieren soll oder für mich damals ja noch die Option fürs Gymnasium, was man studieren konnte. Und ich habe dann ein Praktikum in der Grundschule gemacht und danach war dann klar, dass es nicht die Grundschule wird. Und in der Zeit habe ich auch natürlich überlegt, welche Fächer ich machen soll. Und das hat ja ganz verschiedene Beweggründe, dass man eigentlich oft sagt, na ja, Deutsch und Geschichte, das braucht keiner, davon gibt es ganz viele Lehrer, studier doch lieber ja so MINT-Fächer oder vielleicht Latein oder Musik wäre auch eine Option gewesen für mich.
Und ich habe dann da wirklich lange hin und her überlegt und dann am Ende doch das genommen, wofür so ein bisschen mein Herz geschlagen hat. Und das ist, glaube ich, die größte Empfehlung, die ich gerade bei Lehramt, da hat man ja viele Kombinationsmöglichkeiten auch geben würde, sich da nicht vom Arbeitsmarkt oder aktuellen Möglichkeiten an den Schulen abhängig machen, sondern wirklich das studieren, wofür man sich interessiert und was einem Spaß bereitet. Und dann ist auch ein Studium gut machbar und dann findet man findet sowieso am Ende was damit. Und da würde ich nicht drauf hoffen, dass ich was ganz Verrücktes studiere, nur weil das unbedingt gebraucht wird. Das kann 10 Jahre später auch schon wieder anders aussehen. Das heißt, Wiebke, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du tatsächlich jetzt auch nach deinen ersten Berufserfahrungen deine Entscheidung von damals nicht unbedingt bereut. Also du stehst dahinter und hast eine gute Entscheidung getroffen damals. Ja, absolut. Also ich würde das immer wieder studieren und ich würde auch immer wieder diese beiden Fächer studieren. Okay, ich danke dir. Dann geht meine nächste Frage oder vielleicht sogar Fragen, Willi, an dich. Und zwar, wenn du jetzt nochmal an deine Entscheidungsfindung zurückdenkst, bevor du dieses Bachelorstudium aufgenommen hast, was war denn für dich bei der Entscheidung wichtig? Also welche Faktoren haben jetzt bei der Entscheidung für dieses Studium tatsächlich eine Rolle gespielt? Ich würde sagen, insgesamt waren es 3 Faktoren. Also erstmal der geografische Faktor, weil ich selbst komme aus Magdeburg. Berlin zieht, weil es die große Hauptstadt ist, aber Potsdam war für mich einfach auch ein perfekter Wohnort, weil ich eher so kleine grüne Städte mag. Die Stadt ist aber dennoch nicht weit entfernt von Berlin, man kann immer schnell reinfahren und deswegen war dieser geografische Faktor eigentlich super, weil Berlin nicht nur für die Freizeitmöglichkeiten, sondern auch für Praktikamöglichkeiten sind super Optionen und deswegen war Potsdam für mich einfach die perfekte Möglichkeit, weil ja, der Regionalzug einfach alles verbindet, von der Heimat bis Berlin über den Studienort. Und ganz wichtig war natürlich auch der zweite Faktor, das ist das Fachliche. Weil ich studiere halt einen ganz speziellen Studiengang, das sind die interdisziplinären Russlandstudien, das heißt, es verbindet eigentlich meine beiden Leidenschaften. Einerseits russische Sprache, russische Kultur, andererseits Politik und Wirtschaft. Und diese Kombination habe ich sonst nirgendwo gefunden. Und da bietet Potsdam wirklich fachlich eine tolle Möglichkeit, weshalb ich mich auch für Potsdam entschieden habe. Und drittens war dann der akademische Grund, weil ich habe viel Positives von der Uni Potsdam gehört, war dann auch damals beim Hochschulinformationstag, der war ein Glück damals auch noch präsent und war einfach begeistert. Ich habe dann mir Vorlesungen angehört, habe viel Positives gelesen von Uni Potsdam, eine moderne, eine junge Uni und halt auch eine sehr, sehr gute Lehre. Also dieser akademische Faktor hat mich da auch überzeugt. Und dann ein Punkt noch abseits davon war natürlich auch die Freizeitmöglichkeiten, weil ich sehr, sehr, sehr gerne Futsal spiele, eine besondere Form des Hallenfußballs, die es in Deutschland noch nicht so oft gibt und Potsdam bietet tatsächlich die Möglichkeit, diesen Sport auch durchzuführen und das waren das sage ich mal jetzt insgesamt 4 Faktoren, die mich überzeugt haben von Potsdam. Ich danke dir. Das sind ja tatsächlich Faktoren, die, glaube ich, sehr, sehr viele Studieninteressierte dann in ihre Entscheidung mit einbeziehen. Das ist nochmal sehr, sehr schön von dir jetzt gehört zu haben, ne? Also wie du im Prinzip dann diese Faktoren gewichtest und für dich dann in deine Entscheidung einbezogen hast. Wiebke, die nächste Frage geht wieder an dich. Du hast ja gerade gesagt, wie du dich entschieden hast, also wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Gibt es tatsächlich so Dinge, die dir dabei geholfen haben? Also gibt es vielleicht irgendein Beratungsinformationsformat oder gibt es irgendwie eine Online-Ressource, die dir dabei geholfen hat, zu sagen, okay, Lehramt in den Fächern Deutsch, Geschichte wäre für mich eine Option. Das würde mich nochmal interessieren. Also einerseits hat mir natürlich geholfen, dass ich mich mit meinen Eltern ausgetauscht habe, auch mit Freunden und wir hatten an der Schule auch die Möglichkeit, dass wir zu Hochschulinformationstagen fahren konnten, auch an Schultagen, also wir sind dafür auch freigestellt worden und das haben wir auch genutzt, um uns verschiedene Städte, die in der Nähe lagen, anzugucken und dann da so ein bisschen in das Unileben reinzuschnuppern. Und natürlich die Informationen, die man übers Internet bekommen hat von den Unis auf den Homepages. Das war aber zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so ausgereift, wie das jetzt tatsächlich der Fall ist. Also heutzutage dann doch deutlich informativer. Und als letztes, was mir auch
geholfen hat, es gibt auch verschiedene Rankings zu Studiengängen und Universitäten in verschiedenen Bereichen, dass man sich also wirklich angucken kann, ist mein Studiengang an diesem Standort, den ich gut finde, auch wirklich gut in der Lehre, oder ist das vielleicht eher für ein anderes Fachgebiet besonders günstig, dass man das auch wirklich im Vergleich sehen kann. Hast du dir eigentlich den Studienstandort vor deiner Entscheidung auch nochmal angeschaut? Warst du hier richtig und hast dir die Hochschulstandorte, die Gebäude vielleicht tatsächlich mal angeschaut? Ja, also ich war in Potsdam, aber nicht zum Hochschulinformationstag, aber ich habe mir die Stadt so angeguckt und ich war auf jeden Fall auch am Neuen Palais, aber ich habe nicht alle 3 Standorte zu der Zeit überblicken können und das war mir damals auch noch gar nicht klar, wo ich dann am Ende studiere und dass ich am Ende auch tatsächlich an allen 3 Standorten bin, erst recht nicht. Ich danke dir. Willi, dann habe ich tatsächlich die nächste Frage, die an dich geht. Und zwar, das ist ja total spannend, weil es jetzt gerade in dieser Phase ja auch wieder darum geht, ne, wie bewerbe ich mich und komme ich vielleicht irgendwie mit meinem Abitur, was ich habe, in mein Studium rein, was ich mir wünsche, oder wie kriege ich das überhaupt hin mit der Bewerbung und Immatrikulation, weil es ja für jemanden, der sowas vielleicht noch nicht gemacht hat, tatsächlich so ein bisschen overwhelming wirken könnte tatsächlich. Gab es bei dir irgendwelche Hürden bei der Bewerbung oder Immatrikulation, die du überwinden musstest? Und wenn ja, welche gab es da? Das würde mich mal interessieren. Es ist so lange schon her jetzt, aber nein, das kriege ich noch hin. Also ich hatte genau das gleiche Gefühl, was du damals, was du gerade beschrieben hast, diese Verzweiflung. Also für mich war das komplett neu. Ich wusste noch gar nicht so richtig, was Universität überhaupt bedeutet. Ich habe ein paar Sachen gelesen, ich hatte ein paar Freunde, die mir was erzählt haben, aber es war ganz, ganz viel Verwirrung, ganz, ganz viel, ich musste mich orientieren und ich glaube, da war auch Verzweiflung manchmal einfach ganz, ganz normal und deswegen vielleicht 2 Sachen, die wichtig sind. Das erste ist Geduld. Ich weiß nicht, bei mir war es damals so, man steht vor diesem neuen Lebensabschnitt, so man hat gerade das Abitur, also bei mir war es damals noch ein Freiwilligendienst, den ich beendet habe, aber man steht vor diesem neuen Abschnitt und man will unbedingt ganz viel Informationen auf einmal, man will rein, man will alles sehen, entdecken, aber man braucht einfach ganz viel Geduld, weil die Informationen kommen Schritt bei Schritt und das ist auch ganz gut so, weil man sonst auch einfach von dieser ganzen Last, glaube ich, überfordert ist. Und der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, einfach, also ich habe ganz viele Fragen gestellt, also wenn ich nicht weiter wusste, ich habe viel im Internet geguckt, es gibt ganz viele Portale, die einen helfen können, bei der auch zentral geregelt ist, Bewerbung. Ich habe die Uni Potsdam damals kontaktiert, mir wurde sofort geholfen, sehr, sehr gut auch. Und deswegen war ich am Ende doch eher überrascht, wie reibungslos eigentlich alles lief. Also es war ganz viel Stress eigentlich um nichts am Ende, aber es hat alles super funktioniert. Ich danke dir. Wiebke, dann würde ich tatsächlich, bevor ich dann an Magdalena für den zweiten Part übergebe, würde ich dann dir nochmal sozusagen die Abschlussfrage stellen, wenn es so um die Bewerbung, Immatrikulation in den Studienstart geht. Hast du einen ultimativen Tipp für StudienbewerberInnen, die sich jetzt gerade auf diesen Weg machen? Kannst du denen vielleicht irgendwie so eine Weisheit mitgeben? Das würde mich mal interessieren. Also es ist sicherlich eine Typsache, aber ich würde empfehlen, sich ein bisschen breiter aufzustellen und nicht nur eine einzige Bewerbung rauszuschicken. Also entweder, wenn man sich ganz, ganz sicher ist, es wird der eine Studiengang, dass man dann vielleicht da ein paar Standorte hat für sich, oder wenn man sagt, es soll unbedingt Potsdam sein, dass man dann noch einen Plan B und einen Plan C hat und sagt, okay, das sind auch Studiengänge, für die bewerbe ich mich und dann gucke ich am Ende, wo klappt es mit meinem NC vielleicht, wo komme ich rein, dass man dann nicht am Ende des Sommers feststellt, okay, es hat alles nichts geklappt und jetzt habe ich gar keine Optionen, was ich machen soll. Und mein zweiter Tipp wäre tatsächlich, dass man wirklich nur für sich entscheidet und nicht, was die beste Freundin macht, der beste Freund macht, und auch nicht vielleicht aus Bequemlichkeit in die nächste Stadt zu gehen, sondern wirklich nach einem Studiengang, was man machen will, und nach einer Stadt, die einen interessiert. Also ich wollte unbedingt nach Potsdam und habe dann ganz kurz vorher vom Studienbeginn auf einmal gedacht, ach nee, das ist ja so weit weg von zu Hause, vielleicht ist doch was in der Nähe vielleicht doch besser, und das hat dann aber nicht geklappt in der Nähe, und dann bin ich
absolut froh, dass ich da nicht auf einmal einen Rückzieher gemacht habe. Und ich glaube, da muss man an der Stelle auch ein bisschen durch, vielleicht für sich alleine zu entscheiden und alleine zu sagen, ich ziehe jetzt alleine in eine neue Stadt und habe nicht meine ganzen Schulfreunde dabei. Ich danke dir. Und es kann ja auch ganz schön sein, vielleicht so ein bisschen neu und frisch anzufangen und neue Kontakte aufzubauen, neue Freunde zu finden. Das ist ja, hat ja auch was für sich. Ich danke euch. Dann würde ich jetzt nämlich tatsächlich an Magdalena übergeben. Aber bevor ich das tue, würde ich gerne nochmal an unsere ZuschauerInnen den Hinweis geben. Wir freuen uns über Fragen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier sozusagen live sich mit Ihren Fragen an einen Studierenden und eine Alumna zu wenden. Von daher, ach ja, wir haben ja just eine Frage reinbekommen. Magdalena, ich würde die tatsächlich einfach mal vorlesen. Vielleicht kannst du die dann sozusagen aus studienberaterischer Sicht dann einfach beantworten. Und zwar haben wir die Frage reinbekommen, ob man sich für mehrere Studiengänge bewerben kann. Funktioniert das? Ja, genau. Also wenn man sich bei uns für ein Bachelorstudium bewirbt und auch davor noch kein Studium abgeschlossen hat, dann kann man sich für bis zu 3 Studiengänge oder Fächerkombinationen bei uns bewerben. Ja, also mit 3 Möglichkeiten kann man ins Rennen gehen für zulassungsbeschränkte Studiengänge. Das passt ja tatsächlich auch ganz schön zu dem, was Wiebke jetzt am Ende gesagt hat, dass man sich nicht nur sozusagen auf eine Sache fokussiert, sondern sich vielleicht tatsächlich noch Option B oder C dann überlegt. Wunderbar, dann ziehe ich mich ein Stück zurück, Magdalena, und übergebe an dich. Ja, vielen Dank. Danke auch euch beiden, Willi und Wiebke, für eure Eindrücke dahingehend, wie ihr damals zu euren Studiengängen gekommen seid und wie ihr euch beworben habt. Was uns jetzt und bestimmt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer total interessieren würde, wäre, wie hast du, Wiebke, damals dein Studium erlebt und Willi, wie erlebst du es noch? Ich würde euch also jetzt ein paar Fragen zum Studium an sich stellen und lade auch hier nochmal ein, gerne weiterhin Fragen in die Kommentare zu posten. Willi, ich würde die erste Frage gerne an dich stellen. Wenn du dich daran zurückerinnerst, wie du damals dann bei uns angefangen hast zu studieren, wie war denn so dein Studienstart bei uns und gibt es vielleicht Tipps, was du weitergeben kannst an neue Studierende? Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass nach der Bewerbung sofort die Wohnungssuche beginnt. Ich glaube, das war das größte Problem, was ich damals hatte, die Wohnungssuche in Potsdam, weil der Wohnungsmarkt ist einfach sehr angespannt und deswegen mit der Bewerbung direkt auch die Bewerbung beim Studentenwerk einreichen, dass zur Not der Wohnheimsplatz auf jeden Fall gesichert ist. Also das ist das Wichtigste, glaube ich, weil da hatte ich recht viel zu tun auf jeden Fall zu Beginn des Studiums. Was schade ist, weil man genug andere Sachen eigentlich zu Beginn dann noch zu tun hat. Man muss sich orientieren, weil halt auf jeden Fall aller Anfang schwer ist. Also wie gesagt, bei mir war es komplett neu. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet in der Universität und was mir da geholfen hat, ist, ich bin erstmal ein bisschen früher in Potsdam, wie es dann je nach, also als es dann mit der Wohnung geklappt hat, ich habe auch relativ früh angefangen und habe mich eingelebt. Ich habe mir die Stadt angeguckt, bin in die Universität gegangen, das habe ich gemacht. Ich habe alte Freunde aus Magdeburg gehabt, die hier studieren, mit denen ich mich getroffen habe, die mir was zur Uni erzählt haben. Und dann war ganz, ganz wichtig, es gab halt die Einführungswochen. Und bei den Einführungswochen also das ist wirklich extrem wichtig, man lernt seine Kommilitoninnen kennen und man orientiert sich, man bekommt die ganzen Sachen mit, wie registriere ich mich im Puls, wie funktionieren die jetzt mit den Lernmaterialien beim Moodle, wo kann ich drucken am Campus. Das sind alles Sachen, wo einem auch geholfen wird. Und dann war es ganz wichtig für mich gerade zu Beginn, es gibt immer, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Corona-Zeiten ist, aber auf jeden Fall gibt es dieses Warm-up. Und beim Warm-up stellen sich immer ganz, ganz viele verschiedene Organisationen vor. Und bei mir war es dann damals so, dass ich direkt eine Hochschulgruppe gefunden habe. Ich habe den Debattierclub gefunden. Ich habe über den Hochschulsport bin ich direkt in Kontakt gekommen mit Leuten. Dadurch habe ich mir einfach Freunde gefunden, Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Man muss zu Beginn des Studiums also man muss ankommen einfach. Hier, man stellt eigentlich die Weichen für die restliche Zeit. Und ganz, ganz wichtig, das ist auch noch ein wichtiger Tipp, ist, dass man sich vielleicht nicht zu viel vornimmt fürs erste Semester. Ich habe mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel damals vorgenommen. Da wurde es dann schwierig mit der Study-Life-Balance. Und ja, genau, das sind meine Tipps. Also Wohnungssuche, dann wirklich neugierig sein, entdeckt schon mal von alleine alles und dann ganz, ganz wichtig auch, sich nicht zu viel vornehmen zu Beginn.
Danke dir, Willi. Ich glaube, das sind super Hinweise für unsere neuen Studierenden. Und ich habe auch gesehen, Wiebke hat auch fleißig genickt. Also ich glaube, da seid ihr euch einig. Super. Wiebke, ich würde dich jetzt vielleicht nochmal bitten, uns ein bisschen Einblicke zu geben, wie ein Studium eigentlich generell funktioniert. Manche unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind vielleicht auch gerade noch in der Schule und kennen das vom Schulalltag so, dass man da ja einen Stundenplan bekommt für sein Studium. Kannst du uns mal aufklären, wie ist das denn in der Uni? Bekommt man da auch so einen Stundenplan? Also für die allermeisten Studiengänge wird das nicht zutreffen, dass die einen festen Stundenplan bekommen, sondern da hat man eigentlich die große Qual der Wahl, wie man so schön sagt, aus dem Vorlesungsverzeichnis sich etwas auszusuchen, was man machen möchte. Also wenn das Studium in Module aufgebaut ist, weiß man also, gibt so eine Übersichtspläne, wo man gucken kann, man muss eine Vorlesung und ein Seminar aus einem bestimmten Modul wählen und hat dann jedes Semester eine ganz unterschiedliche Auswahl an Themen und auch an Dozenten, die das anbieten, und dann kann man eigentlich wirklich absolut nach Interesse gucken, was einem gefällt und was man dann da am Ende wählt. Und dadurch entsteht ein ganz individueller Stundenplan. Das heißt also fast, dass es unwahrscheinlich ist, dass es noch einen zweiten, also zumindest bei Lehramt war es so, noch eine zweite Person gibt, die exakt die gleichen Seminare und Vorlesungen besucht. Also ich bin da tatsächlich dann immer über die Woche quasi alleine durch meine Stundentafel gegangen, aber habe dann natürlich überall Freunde getroffen, die man dann mit der Zeit dort kennenlernt. Magdalena, ich würde mal ganz kurz, bevor du weitermachst, einfach mal die Fragen, die jetzt gerade reingekommen sind, in die Runde geben. Und wenn es für dich in Ordnung ist, vielleicht auch beantworten, beziehungsweise ich glaube, eine Frage kann man vielleicht auch an unsere beiden ExpertInnen weitergeben. Die erste Frage, die ich ganz kurz beantworten möchte, weil es natürlich eine Frage ist, die uns auch umtreibt: Wie wird eigentlich das Wintersemester 2021/22 aussehen, auch vor dem Hintergrund der Pandemie? Wir wissen das natürlich auch nicht. Ja, also wir haben natürlich leider auch keine Glaskugeln, die wir schauen können, wo wir sehen, wie sich die Pandemiesituation dann ausmacht im Oktober, wenn dann tatsächlich das Semester losgeht. Wir planen und hoffen tatsächlich mit mehr Präsenz als die letzten 3 Semester. Ob es dann tatsächlich so umgesetzt wird, das müssen wir schauen. Das ist jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen der Wunsch der Universität. Und wir haben vor allen Dingen auch vorrangig auch Erstsemesterstudierenden dann die Möglichkeit zu bieten, an den Hochschulen, also bei uns an der Universität Potsdam Präsenzveranstaltungen zu machen. Das vielleicht zur Frage der Gestaltung des Wintersemesters. Die Frage kann man sich in mehrere Studiengänge einschreiben lassen? Das ist tatsächlich etwas, was jetzt vielleicht gar nicht in der Runde so einfach zu beantworten ist, weil es relativ komplex ist. Da würde ich Sie einfach bitten, dass Sie vielleicht uns einfach eine E-Mail schreiben, was Sie genau vorhaben. Dann kann man das einfach nochmal in einem längeren Beratungsgespräch vielleicht nochmal thematisieren. Und die 2 Fragen, die jetzt noch gekommen sind, die würde ich vielleicht ganz kurz, Wiebke, die erste Frage an dich geben. Das ist die Frage: Wie groß sind eigentlich die Gruppen pro Studiengang? Ist ja auch eine ganz interessante Frage. Und Willi, für dich die Frage: Wie hat sich eigentlich das Studium durch Corona verändert? Ich würde sagen, Wiebke, du beginnst und dann Willi mit der zweiten Frage. Also wenn Gruppen im Studiengang gemeint ist, wie viele insgesamt mit mir Lehramt angefangen haben in meinem Jahrgang damals, das kann ich gar nicht sagen, weil das so viele waren. Also das war wirklich Lehramt unglaublich. Also das ist dafür ist Potsdam ja auch berühmt, würde ich sagen. Also ist auch sehr beliebt dafür, weil es eine sehr gute Ausbildung im Lehramt ist. Und also ich müsste jetzt raten, aber es waren ein paar hundert, würde ich sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr groß, selbst in meinem Fachbereich, also weder für Deutsch noch für Geschichte könnte ich sagen, dass ich da einen Überblick bekommen habe über die Jahre, wie viele das mit mir angefangen haben. Also das ist für den Fachbereich wirklich groß. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, Willi, bevor du übernimmst. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich sehr unterschiedlich von Studiengang zu Studiengang. Das muss man, glaube ich, nochmal sagen an der Stelle. Ne? Wir haben ja Studiengänge und Fächer bei uns an der Universität Potsdam, die sind sehr klein. Ich glaube, Willi, dein Studiengang ist ja auch nicht so riesig. Vielleicht kannst du da auch gleich noch was dazu sagen. Oder solche Fächer wie Gräzistik, Latinistik, das sind eher kleinere Fächer. Und dann gibt es natürlich größere Fächer wie Rechtswissenschaft zum Beispiel. Ne? Dementsprechend davon ist das da auch ein Stück weit abhängig. Aber Willi, noch zur Frage Corona und Studium, wie sich es verändert hat.
Das passt, glaube ich, auch ganz gut zusammen, weil bei mir war es halt genau das Gegenteil. Wir sind eine kleine Gruppe, wir sind 30 Leute, haben angefangen. Ich glaube, weiß nicht, 20 haben jetzt, also sind vielleicht noch dabei. Und dadurch hat sich durch Corona natürlich ganz viel verändert. Wir waren eine kleine, enge Gruppe. Bei uns gerade in der Slawistik war es dann auch immer so, dass man ganz oft sich auch mal mit den Dozenten auf einen Kaffee getroffen hat, sich mit der Gruppe getroffen hat, diskutiert hat ganz viel. Und eigentlich habe ich bei diesen Treffen, Diskussionen eigentlich am meisten gelernt. Und das ist komplett alles weggefallen durch Corona. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Also es war kein richtiges Studentenleben mehr. Das, was Studium ausmacht, ist halt ja, der soziale Kontakt, der Austausch, die Diskussionen. Und das geht halt direkt und vor allem persönlich viel, viel, viel besser. Und da ist halt ganz, ganz wichtig, ja, also Studium ist halt mehr als die Lehre. Die Lehre kann man online machen, aber alles ringsherum ist leider weggefallen. Und deswegen wünsche ich auch allen einfach nur, dass das Wintersemester halt im Präsenzunterricht wieder weitergeht, weil das ganz, ganz wichtig ist, vor allem wenn man am Studiumbeginn steht. Bei mir war es damals anders. Ich war eigentlich schon hier 2 Jahre, 2,5. Und ich hatte schon Kontakte. Ich kannte alle Rahmenbedingungen. Bei mir war es ja klar, war trotzdem nicht schön, aber ich bin wenigstens schon angekommen. Ich glaube, es ist nochmal viel schwerer, wenn man erstmal ankommt beim Studienort. Und genau, deswegen war es bei uns, glaube ich, noch größere Veränderungen, weil wir, wie gesagt, so ein kleiner Studiengang sind. Ja. Ich danke dir. Ich würde jetzt erstmal wieder an Magdalena übergeben. Es sind jetzt noch 2 weitere Fragen reingekommen, Magdalena, aber ich würde sagen, du gehst jetzt erstmal weiter vor mit deinen Fragen und ich glaube durchaus, dass sich vielleicht die eine oder andere Frage dann schon dadurch ergibt. Wenn nicht, geben wir die dann auf jeden Fall nochmal an unsere beiden ExpertInnen. Ich würde jetzt vielleicht nochmal anknüpfen, Willi, du hattest jetzt gerade gesagt, du hattest damals das Glück, eben nicht in Corona-Zeiten beginnen zu müssen. Und also ganz hoffentlich werden wir ja auch wieder in Präsenz arbeiten können im nächsten Wintersemester. Hast du vielleicht trotzdem noch eine Idee oder einen Tipp, wie man auch in Corona-Zeiten ganz gut ankommen kann im Studium? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass das Studium wirklich als so ein Selbstverwirklichungsprozess zu sehen. Also man macht einfach viele Sachen, man entwickelt sich. Es ist nicht nur das Studium sich, es sind, wie gesagt, die Rahmenbedingungen, die leider weggefallen sind. Aber trotzdem, auch wenn es nicht so schön ist, gibt es ja die ganzen Online-Angebote. Und ich würde trotzdem jedem raten, diese zu nutzen. Also jetzt so eine Veranstaltung wie heute, die super sind. Dann die Hochschulgruppen, die sich online treffen. Der Debattierclub zum Beispiel, der ins Online-Format gewechselt ist. Also ich würde trotzdem jedem raten, auch wenn es anstrengend ist, auch gerade jetzt im Sommer, diese Angebote zu nutzen und trotzdem ja Kontakte zu finden. Also auch wenn eine Zoom-Veranstaltung ist und man ist mit jemandem in Gruppenarbeit, dann kann man trotzdem Kontakte knüpfen. Dann kann man sich vielleicht auch mal zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie dann die Regelungen sind, sich auch mal treffen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, trotzdem die Initiative zu ergreifen, trotzdem offen zu sein, auch dem Online-Format gegenüber und das Beste einfach aus dieser Situation zu machen, weil ich glaube, wir finden es alle nicht schön und es geht nicht anders und ich drücke auf jeden Fall allen die Daumen, dass es im Präsenzunterricht weitergeht im Wintersemester. Danke, Willi. Wir drücken auch die Daumen und ja, vielen Dank für deine Hinweise. Ich glaube, das sind sehr, sehr gute Tipps. Jetzt hast du auch schon angesprochen, sowas wie Hochschulgruppen, in die man sich integrieren kann oder andere Freizeitformate. Wenn wir ehrlich sind, ich glaube, wenn wir an Studium denken oder an Uni, denken wir vielleicht alle auch nicht nur an den Hörsaal, sondern natürlich interessiert uns auch das Studierendenleben an sich. Wie viel Freizeit hat man denn noch so neben dem Studium? Du hattest vorhin auch gesagt, dass du zum Beispiel leidenschaftlich gern eine Sportart betreibst, Futsal. Hattest du dafür noch genug Zeit neben dem Studium? Ich glaube, das hängt von jedem ab, von jedem selbst ab, von jedem Studenten, Studierenden. Es ist das Time-Management, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Studium. Man hat Freizeiten, hat trotzdem seinen Studienplan, den man irgendwie erfüllen muss, seine Leistungsnote, die man erfüllen muss. Deswegen hängt ganz, ganz viel von diesem Time-Management halt ab. Und mir war es halt immer ganz, ganz, ganz wichtig. Mir war immer wichtig, dass ich abends halt Zeit fürs Training habe, dass ich das irgendwie unter einen Hut kriege. Und da hat Potsdam, wie gesagt, auch ganz, ganz tolle Angebote. Also der Hochschulsport bietet super Sachen. Ihr seid in Brandenburg direkt an der Havel, wo ihr super Wassersport machen könnt. Ich habe einmal den Rudern mitgemacht. Dann zum Beispiel im Hochschulsport haben wir die Uniliga, wo wir ein Fußballturnier draußen im Sommer immer spielen, im Winter in der Halle.
Ich, wie gesagt, bin zum Futsal gegangen mit dem UFK Potsdam. Die Jungs in Klasse kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt so tolle Freizeitmöglichkeiten und ich glaube, das ist genau das, was ich meinte mit diesem Selbstverwirklichungsprozess. Es ist ganz wichtig, diese Study-Life-Balance halt zu finden und da hängt ganz, ganz viel von diesem Time-Management ab. Und genau, da würde ich auch jedem nur raten, einfach diese tollen Möglichkeiten, die Potsdam da bietet, auch zu nutzen und das versuchen und einen Hut zu bekommen. Danke dir. Wir hatten auch eine Frage über die Kommentare bekommen, wie ihr damals euer Studium finanziert habt. Vielleicht, Wiebke, vielleicht hast du ja Lust, dazu was zu sagen und mal einen Einblick zu geben oder wie man sich generell auch das Studium finanzieren kann. Wie ist das zum Beispiel mit einem Nebenjob? Kann man das auch noch gut neben der Uni machen? Ja, also ich habe kein BAföG bekommen. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit für die Finanzierung. Aber meine Eltern haben mich unterstützt und ich habe dann aber auch relativ schnell einen Nebenjob angefangen. Also ich habe erst mit Nachhilfe begonnen, was ja schon in die Richtung Schule dann auch ging. Und ich habe dann sowohl als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni gearbeitet und ich habe aber auch im Landtag Potsdam gearbeitet und dort Besuchergruppen durch das Gebäude geführt. Und da habe ich auch häufiger Schulklassen geführt. Und das war also für mich auch super gut, da mit Klassen arbeiten zu können, mit Schülern arbeiten zu können und das auch als Möglichkeit, als Berufsvorbereitung zu nehmen. Und also ich würde sagen, ich kenne oder kannte keinen, der keinen Nebenjob hatte. Also es haben alle irgendwie nebenbei gearbeitet, um sich auch vielleicht Freizeit und Urlaube leisten zu können. Und ja, was gerade schon gesagt wurde, also entscheidend ist eigentlich, dass man seinen Tag so ein bisschen im Blick hat. Wann kann ich arbeiten? Wann habe ich Verpflichtungen in der Uni? Wann möchte ich noch Freizeit haben? Und wie organisiere ich mich da? Und das ist definitiv möglich. Es ist vielleicht hart, je nach Job, den man macht, dass man dann vielleicht am nächsten Tag nicht unbedingt Lust hat, wenn man abends kellnert, wieder früh um 8 in der Vorlesung zu sitzen. Das kann ich total verstehen. Aber das gehört auch dazu, dass man eben da am Ende eine volle Woche hat. Und das ist weniger Freizeit vielleicht, als man sich das am Anfang erträumt hat. Aber man weiß ja auch, wofür man das macht. Und gerade wenn man die Chance hat, einen Nebenjob schon in Richtung des Berufs machen zu können, würde ich das total empfehlen. Aber auch Nebenjobs in andere Richtungen finde ich eigentlich hilfreich, weil man nochmal erfährt, ob man da das Richtige gewählt hat vielleicht oder dass man eben weiß, okay, ich studiere genau dafür, dass ich diesen Nebenjob vielleicht nicht mein restliches Leben machen muss, sondern dass ich das jetzt hier nur als Überbrückung vielleicht für mich machen kann. Vielen Dank, Wiebke, dass du da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und aus deinen eigenen Erfahrungen. Ich habe jetzt noch 2 Fragen für euch beide. Die eine würde ich gerne an Willi stellen und jetzt geht es wieder so ein bisschen auch um Organisation. Du meintest, ja, es ist einfach auch gut, seinen eigenen Tag, seine Woche zu strukturieren. Bei uns an der Uni Potsdam ist es ja so, das fiel vorhin auch schon mal, wir haben ja 3 Standorte, die auch verteilt sind über Potsdam. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, ob du auch an mehreren Standorten studiert hast, aber vielleicht kannst du trotzdem mal sagen, wie schafft man das gut miteinander zu vereinbaren und diese Wege zwischen den Standorten zu bewältigen im Uni-Alltag? Ja, mir ging es da genauso wie Wiebke. Also ich war an allen 3 Standorten und als ich neu an der Uni Potsdam war und diese ganze Einführungsveranstaltung gehört habe, also vor allem damals beim Hochschulinformationstag, dachte ich ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Also ich kannte damals so Griebnitzsee, so, dann gab es irgendwie Neues Palais und dann gibt es auch noch Golm. Also es war mir damals gar nicht so bewusst. Das habe ich erst gemerkt, als ich dann studiert habe, als ich meinen Stundenplan sagen hatte und als ich die Räume gesucht habe. Und da wurde mir klar, eine halbe Stunde von Neuen Palais bis Griebnitzsee kann schwierig sein. Das Gute ist, alle 3 Standorte sind halt mit dem Zug verbunden. Den habe ich auch meistens genommen zwischen Neues Palais und Griebnitzsee. Das Problem waren aber manchmal, also es wird versucht, sich an den Vorlesungszeiten anzupassen, aber es klappt nicht immer. Da war aber auch immer ganz, ganz viel Verständnis von den Dozenten. Ist man halt bei der einen Vorlesung ein bisschen früher gegangen, bei der anderen ein bisschen später da. Aber es ist alles machbar, dieser Wechsel. Und zwischen Golm und Neues Palais habe ich eigentlich immer das Rad genommen. Das ist ein ganz toller Fahrradweg. Da kann man hinten schön durchs Grüne fahren.
Und ich habe das eigentlich auch immer so als Pause genommen. Ich habe dann vor allem im Sommer ganz oft das Rad genommen, dann hat man eine Vorlesung, dann setzt man sich aufs Rad, macht eine Fahrradtour zum neuen Campus, da ist man wieder frisch im Kopf und dann geht's wieder in die nächste Vorlesung. Also man kann es auch als Chance sehen und als was Positives. Aber manchmal, wie gesagt, ist es stressig und manchmal lässt es sich auch nicht vermeiden. Ja. Vielen Dank. Wiebke, meine letzte Frage, die ich geplant habe, geht an dich. Hier aber auch nochmal die Aufforderung, stellt gern noch weitere Fragen in die Kommentare an unsere 2 Gäste. Denn nach dieser Frage würde ich die ansonsten verabschieden. Wiebke, du hast jetzt schon ein bisschen Abstand gewonnen vom Studium. Wenn du so retrospektiv drauf schaust, was würdest du denn sagen, was sollte man denn auf jeden Fall wissen, bevor man ein Studium anfängt? Ja, also ich glaube, das, was jetzt auch schon deutlich geworden ist über das Gespräch, also es liegt an einem selbst, was man draus macht. Also man muss sowohl gucken, dass man da die Verlockungen der Freizeit, vielleicht wenn man auch nicht mehr zu Hause bei den Eltern wohnt, dass man da nicht vergisst, dass man auch was zu tun hat in der Uni. Und auch nicht vergisst, dass am Ende des Semesters erst die Prüfungen kommen. Also es gibt keine regelmäßigen Klassenarbeiten und Tests während des, oder zumindest bei mir nicht, während des Semesters, sondern es kommt eben alles erst am Ende und man kann sich da ziemlich lange durchschummeln, bis man dann vor dieser Klausurenphase steht. Und da liegt es wirklich daran, dass man ja da so ein bisschen sich selbst oder im Griff hat, sage ich mal, das zu planen, was man da tun muss. Und diese Selbstorganisation heißt eben auch, dass einem da keiner die Hausaufgaben nochmal sagt oder da der Dozent einem da nicht irgendwie nochmal hilft, wenn man irgendwie eine Frage hat. Also der wird sich da nicht über eine E-Mail freuen, wie das zum Teil ja in der Schule doch auch gemacht wird, dass man da nochmal die Lehrer fragt. Und den Tipp, den ich auch unbedingt unterstreichen will, ist, unbedingt zu diesen Einführungsveranstaltungen zu gehen. Also diese Ersti-Veranstaltungen, da habe ich wirklich auch Freunde fürs ganze Studium kennengelernt, mit denen ich dann wirklich die nächsten Jahre auch verbracht habe. Und das sollte man wirklich unbedingt wahrnehmen. Auch diese ganzen Kneipentouren, die es damals gab, das fand ich einfach super, dass man da die Möglichkeit hatte, jemanden kennenzulernen. Und gerade für den Anfang des Studiums würde ich sagen, die meisten sind neu und man sollte einfach Fragen stellen. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn man da einen Raum nicht findet. Am neuen Palais sind auch so viele Gebäude, wo man sich vielleicht auch ein bisschen verlaufen kann. Und einfach immer fragen und dann wird einem auch geholfen. Und ich denke, dass man da keine Scheu haben sollte vor diesem neuen Lebensabschnitt und dann da wirklich einfach auch sich ein bisschen ausprobieren sollte und ja, das Beste dann draus zu machen. Vielen Dank, Wiebke. Also das können wir auf jeden Fall unterstützen, diesen Rat. Nutzt diese Beratungsangebote und die Unterstützungsangebote, ja, und habt da keine Scheu. Mir ist eingefallen, Willi, ich habe dich vorhin unterschlagen, als es um die Finanzierung vom Studium ging. Ich glaube, du wolltest dazu eigentlich auch noch was sagen. Das würde ich total gerne noch nachreichen. Wie war das bei dir damals mit der Finanzierung? Ich wollte die BAföG-Perspektive vielleicht noch kurz reinbringen, weil das ist mir eingefallen, das ist ganz, ganz, ganz doll wichtig. Ich war damals zu spät mit dem Antrag. Das heißt, den Antrag wirklich früh stellen. Also ihr kriegt, wenn er davor gestellt ist, ihr kriegt die Nachzahlung. Aber wenn ihr so ein Studium anfangt, wäre es schon gut, zu Beginn auch das Geld direkt zu haben vom BAföG. Deswegen wirklich den Antrag früh stellen. Und selbst wenn ihr denkt, dass ihr vielleicht nicht berechtigt seid, trotzdem den Antrag stellen. Also die Bedingungen wurden runtergesetzt. Viele haben Anspruch. Also einfach probieren und wirklich diese Möglichkeit nutzen. Weil für mich war es eine ganz, ganz große Stütze, ohne die ich wahrscheinlich nicht hätte studieren können. Und sonst auch, genau, die Praxis nicht vergessen, also wirklich die Möglichkeit nehmen, selbst wenn ihr BAföG bekommt, habt ihr 450 €, die ihr verdienen dürft, ohne Abzüge. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es werden immer Tutoren gesucht an der Universität. In den Instituten gibt es Jobangebote. Bei mir waren es dann Programme außerhalb der Universität, wo halt Programmleitungen alles gesucht werden. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ihr habt dann immer auch, es ist ganz, ganz wichtig, halt vom Studium auch in die Praxis zu gehen. Und da habt ihr, glaube ich, auch in Potsdam mit dieser großen Metropole Berlin dann eben ganz, ganz gute Möglichkeiten. Ich danke dir, Willi. Super. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Es kam jetzt noch eine letzte Frage in den Chat, die würde ich vielleicht noch mal kurz stellen. Willi, vielleicht kannst du es noch mal versuchen, kurz abzurunden. Wie lief das mit den Prüfungen unter Corona-Bedingungen? Du hast ja vielleicht Erfahrung gesammelt.
Ja, anders. Also die Formate haben sich eigentlich geändert, weil es ist ja klar, man sitzt irgendwie online zu Hause, man hat alle Materialien zur Verfügung und deswegen wurde das ganze Format geändert. Also bei uns in der Politikwissenschaft wurden vor allem mehr Essay-Fragen gestellt, es ging dann mehr um eigene Gedanken formulieren und so, die Hilfsmittel durften meistens benutzt werden. Es ist halt, ja, es ist einfach ein anderes Format und es ist halt natürlich schwierig manchmal mit einem Raum finden. Also ich habe das Zimmer auch was geteilt, unsere Internetverbindung war nicht die beste. Deswegen waren mit vielen Schwierigkeiten verbunden, es ist aber alles machbar und ja, ich hoffe einfach, dass es in Zukunft wieder in Präsenz stattfindet. Vielen Dank. An dieser Stelle würde ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr ein Teil wart des Livestreams und euch fürs Erste verabschieden, bevor ihr dann ganz am Ende auch nochmal euer Gesicht einmal zeigt. Denn wir haben noch einen weiteren Gast zu einem anderen Thema. Also erstmal an euch ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, bis dann. Ja, dann begrüße ich jetzt ganz kurz Vera und Nina, unseren Gast aus dem Career Service. Hallo, Vera, und ich übergebe an dich für das Gespräch und ziehe mich wieder in die Moderatorenrolle zurück. Vielen Dank, Christoph. Ja, jetzt haben wir also gehört, ihr habt das Studium angefangen, euch beworben, immatrikuliert, ihr studiert und ihr studiert zum Beispiel, was ihr eben gehört habt, wenn ihr aufs Lehramt studiert, da weiß man ja, was macht man mit Deutsch und Geschichte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Germanistik und Geschichte studiert und nicht im Lehramt, dann wäre ja eine Frage, und was macht man eigentlich damit? Und das wäre eine Frage natürlich an Nina und auch schon während des Studiums zum Career Service zu gehen. Ich glaube, ihr habt so einen ganz tollen Workshop, der heißt auch so wie die Frage, die ich eben gestellt habe, und was machst du dann damit? Vielleicht kannst du uns darüber was berichten, wie man sich während des Studiums schon beruflich orientieren kann. Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Genau, was mache ich dann damit? Das ist eine ganz spannende und ganz berechtigte Frage natürlich. Und das Interessante finde ich immer, wenn man da sogar sofort irgendwie die GeisteswissenschaftlerInnen also in Verbindung bringt, dass das aber gar nicht so eine Frage ist, die nur aus dem Feld kommt. Also wir haben in unseren Beratungen wirklich Studierende aus den verschiedensten Fächern, zum Teil sogar aus dem Lehramt, die irgendwie anfangen zu studieren und dann irgendwie nach den ersten 2, 3 Semestern, wo man sich so eingegroovt hat, feststellen, Mensch, ja, und was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich fertig werde? Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Moment. Und da hilft es schon ganz früh im Studium, also vielleicht nicht im ersten Semester, da ist es auch total legitim, erstmal anzukommen an der Uni, da ist sowieso viel Input, aber danach sozusagen wirklich im 2., 3. Semester sich schon Praxiserfahrungen zu suchen und frühestmöglich irgendwie zu schauen, okay, was kann ich denn begleitend zu meinem Studium machen, um mich irgendwie beruflich zu orientieren. Und genau, es gibt da ganz viele verschiedene tolle Angebote. Also der Career Service ist natürlich ein Teil, aber es gibt zum Teil auch schon Pflichtpraktika in den Studiengängen, die vorgesehen sind. Oder von den Fakultäten werden auch Angebote gemacht. Also da gibt es eine ganz breite Palette. Aber das ist das, was wir eigentlich raten. Und wenn die Frage kommt bei uns, was mache ich denn damit, drehen wir die eigentlich immer gerne um und fragen, was wollen Sie denn damit machen? Weil das liegt natürlich auch ganz viel in der eigenen Verantwortung, dass man erstmal natürlich auf sich selber hört, auf sein Bauchgefühl, worauf habe ich Lust, welche Themen begeistern mich vielleicht, in welchem Feld sehe ich mich irgendwie. Genau, und dann ist es auch einfacher, diese Frage irgendwie zu beantworten. Und dieses große Feld dieser Möglichkeiten grenzt sich plötzlich ganz schnell ein. Ja, super, vielen Dank, Nina. Wir haben ja auch, also die Zentrale Studienberatung hat zusammen mit euch, mit dem Career Service, wir haben so einen Workshop, der nennt sich Bachelor und dann, also praktisch diesen Übergang vom Bachelor in den Master oder in den Beruf zu begleiten. Apropos Master, muss ich denn einen Master machen? Ist so eine klassische Frage, die wir immer bekommen. Und auch, muss ich einen Master machen für meine Berufswahl? Genau, das ist natürlich, ich kann die jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, tut mir leid, das ist natürlich pauschal so nicht möglich. Aber um diese Frage zu beantworten, ist es natürlich, also erstmal ist es ein ganz, ganz individueller und persönlicher Abwägungsprozess. Und um die Frage zu beantworten, muss ich eigentlich wissen, wo will ich hin? Wo sehe ich mich irgendwie in 5 Jahren?
was will ich perspektivisch machen. Und auch wenn da vielleicht noch nicht das eine Ziel ist, ist da bestimmt eine grobe Richtung. Und wenn ich diese Richtung schon mal gefunden habe, dann kann ich auch entscheiden, okay, brauche ich denn, um dahin zu kommen, wirklich einen Master oder reicht vielleicht auch ein Bachelorabschluss und Praxiserfahrung und ein gutes berufliches Netzwerk. Also das ist wirklich ein Abwägungsprozess, den jeder und jede irgendwie für sich finden muss. Es hilft aber auch erstmal so zu gucken, also eine Bestandsaufnahme zu machen, an welchem Punkt im Leben stehe ich denn gerade. Also ich bin jetzt vielleicht mit dem Bachelor fertig oder kurz vorm Ende und dann mal so in sich reinzuhorchen, will ich denn mich jetzt weiter spezialisieren? Habe ich noch Lust zu forschen? Und wenn ja, in welche Richtung? Oder sage ich, nee, stopp, ich brauche jetzt eigentlich erstmal eine Pause und ich habe Lust, irgendwie entweder ins Ausland zu gehen oder Praxiserfahrungen zu machen und erstmal aktiv zu werden, weil die Option des Masters ist ja trotzdem noch da. Die muss ja vielleicht auch nicht sofort nahtlos im Anschluss an den Bachelor stattfinden. Genau, also da hilft es auf jeden Fall, gut zu recherchieren und auch so Beratungsangebote im Einzelfall sonst wirklich wahrzunehmen. Also entweder bei euch, also bei der Studienberatung, oder auch wirklich bei uns. Wir bieten das auch an und nehmen uns dann wirklich eine Stunde Zeit und genau, im persönlichen Gespräch gucken wir dann, okay, na, wo soll es denn wirklich hingehen und brauchen wir den Master dafür, um diese Tür dahin zu öffnen irgendwie. Genau. Genau, vielen Dank. Nehmen wir nämlich Wiebke beim Wort vorhin, die meint ja, man soll das studieren, wofür man sich begeistert. So würden wir auch mal beraten, weil es soll einen ja auch ein paar Jahre durchs Studium tragen und hoffentlich diese Begeisterung dann auch in den Beruf, dass man das mitnehmen kann. Wie würdest du sagen, wie sieht es aus? Wie finde ich eigentlich nach dem Studium einen Job? Welche Stellenanzeige würde auf mich passen? Und vor allen Dingen, was hat sich vielleicht durch Corona jetzt verändert? Gibt es etwas, was euch da aufgefallen ist jetzt von Seiten des Career Service? Okay, ich fange erstmal an mit der Frage, wie finde ich denn jetzt einen Job? Genau, also da ist natürlich A und O, wenn man jetzt im Studium wirklich nur sehr strikt studiert hat, sage ich mal, ohne irgendwie mal einen Blick vielleicht nach links und rechts schweifen zu lassen, kann das tendenziell, muss nicht, das ist natürlich immer auch branchenabhängig, kann aber tendenziell dann natürlich ein bisschen schwieriger sein, als wenn ich schon im Studium irgendwie mir ein Netzwerk aufgebaut habe und dann mit Menschen leicht ins Gespräch kommen kann und sagen, Mensch, ich suche in dem und dem Feld was und dann ergibt sich das manchmal so von ganz allein. Da spielt natürlich ganz viel Glück und Zufall und wie gesagt dieses Netzwerk rein. Es gibt aber natürlich je nach Branche auch so bestimmte Auswahlverfahren. Also da ist das vorab ganz klar festgelegt, das und das muss gemacht werden, ehe man sich irgendwo bewerben kann. Also da appellieren wir eigentlich in den Beratungen immer dran, wirklich gut zu recherchieren. Also wo will ich hin, was sind da für Voraussetzungen und was auch hilft, wirklich mit Menschen sprechen. Also sich Netzwerken. Das hat nichts mit Vitamin B nutzen und sich den Weg leicht machen zu tun, sondern einfach wirklich, also die Person, mit der ich spreche, die kennt vielleicht wieder 5 Personen und hat noch einen netten Impuls für mich, an den ich vorher gar nicht gedacht habe, wo es vielleicht schlau wäre, sich auch nochmal zu bewerben. Und was auch hilft, also man hat ja manchmal ein sehr festes Bild, welche Stelle ich jetzt suche und wofür ich mich qualifiziert habe. Und da nicht nur die eigene Perspektive im Blick zu haben, sondern auch so ein bisschen die Perspektive der Unternehmen. Also wie würden die das vielleicht formulieren, was die suchen und in welchen Branchen können denn meine Kompetenzen, die ich mir gerade angeeignet habe, noch irgendwie sinnvoll angewendet werden? Also das wäre so der eine Tipp. Tipp 2, Uni Potsdam hat eine ziemlich coole Sache und zwar das Praxisportal. Da werden jeden Tag ganz viele Stellen hochgeladen, also nicht nur für Leute, die jetzt gerade fertig werden oder frisch fertig geworden sind, sondern auch schon im Studium, wenn man jetzt Nebenjobs sucht, die aber wirklich auch inhaltlich gut zu dem Studiengang passen, den ich hier studiere, weil, wie Wiebke das zum Beispiel auch gemacht hat, ich weiß, ich möchte Lehramt machen und will da irgendwie schon Erfahrung sammeln in dem Bereich. Da ist das Praxisportal, kann ich dann nur empfehlen, also uni-potsdam.de/Praxisportal und da wirklich, wie gesagt, jeden Tag ganz viele Stellen, also das erleichtert die Stellensuche nach dem Abschluss in jedem Fall. Und die zweite Frage war ja Pandemie-Veränderung. Genau, also das ist natürlich super branchenabhängig auch. Es gibt Branchen, die haben Hochkonjunktur gerade, da findet man leichter denn je gerade Jobs und andere Stellen oder also ja, andere Praxiserfahrungen sind gar nicht möglich zurzeit. Also da ist es schwierig. Also wir merken natürlich gerade bei internationalen Studierenden, dass die wirklich vor allen Dingen gerade im letzten Jahr existenzielle Probleme hatten und versuchen da irgendwie in den Beratungen bestmöglichen Weg zu finden, dass die da trotzdem sozusagen auf den grünen Zweig kommen.
Genau, aber so ganz allgemein lässt sich das gar nicht sagen, wie sich das jetzt durch die Pandemie verändert hat. Das ist wirklich von Studiengang zu Studiengang und Branche zu Branche ganz unterschiedlich. Also ihr seht, es ist alles individuell und so ist auch eure Beratung. Ihr beratet ja auch sehr individuell und ihr geht auch den Lebenslauf mit den Studierenden durch, was ich ein tolles Angebot finde und was wir auf jeden Fall weitergeben wollen, dass ihr während des Studiums euch auch schon beraten lassen könnt, wohin es sozusagen beruflich auch der Weg euch führen kann. Ich habe gesehen, es sind jetzt keine weiteren Fragen. Es ist vielleicht auch noch so ein bisschen früh schon an Beruf und Master zu denken, wobei ich sagen muss, dass das doch auch ein Thema ist bei Schülerinnen und Schülern. Ich studiere das und das, was kann ich denn damit machen und was kann ich werden? Von daher haben wir gedacht, wir machen das um das Paket sozusagen Studium von der Bewerbung und Immatrikulation über wie läuft es, über wie war es zu und was machst du dann damit? Nina, hast du noch was auf dem Schirm? Meine Fragen habe ich jetzt alle abgearbeitet. Also eine schöne Sache, die ich vielleicht noch mit reingeben kann, ist so jetzt, wenn man gar keine Idee hat, was man irgendwie machen möchte, das gibt so eine schöne Übung, die heißt Mein perfekter Tag, dass man sich einfach mal ein bisschen Zeit nimmt und wirklich mal sich hinsetzt und aufschreibt, wie soll mein Leben, weiß ich nicht, in 5 oder in 10 Jahren aussehen und das wirklich ganz detailliert, also nicht nur so mal kurz oberflächlich anreißen im Kopf, sondern hinsetzen, aufschreiben, früh, wann stehst du auf, wo bist du gerade, mit welchen Menschen arbeitest du, was für Themen bestimmen deinen Tag, wann hast du Feierabend, ist das im Sommer und im Winter gleich und so weiter und so weiter. Und das so detailliert wie möglich. Und wenn man das einmal runtergeschrieben hat, was leicht klingt, aber wenn man das dann mal macht, gar nicht so einfach ist, dann diesen Tag mal abzuklopfen und zu gucken, okay, welche Dinge wären dann vielleicht so nice to have und welche Sachen sind wirklich Herzensangelegenheiten. Also wo würde es mir persönlich jetzt das Herz brechen, wenn das nicht dabei wäre in 10 Jahren? Und an den Punkten, glaube ich, hat man einen ganz guten Ansatz, um zu schauen, okay, vielleicht sollte ich irgendwie mal in die Richtung weiter gucken. Das nur als kleiner Tipp, wenn man sogar gar ein bisschen in der Luft schwebt. Genau. Ja. Perfekt. Danke dir. Und dann vielleicht noch das, was Willi vorhin gesagt hat, nicht die Study-Life-Balance vergessen bei dem perfekten Tag, die noch dazugehört. Christoph, dann wären wir sozusagen fertig mit dem dritten Teil, Übergang von Studium in Beruf oder Master. Und damit würde ich sagen, ist die Bühne frei jetzt. Und wir holen nochmal alle rein. Vera, darf ich ganz kurz? Ich würde tatsächlich gerne noch eine Frage an euch beide stellen. Vielleicht gerne, bevor wir tatsächlich die anderen 3 Personen wieder reinholen. Wir haben nämlich ein Thema gar nicht so unbedingt besprochen, weil ich dachte, das kommt vielleicht mal in der Diskussion oder bei den Fragen zuvor rein tatsächlich. Vera, du kommst ja auch aus dem International Office in die Studienberatung. Wir haben gar nicht über die Wichtigkeit oder die Bedeutung von Auslandsaufenthalten richtig gesprochen. Das ist ja tatsächlich auch eine Erfahrung, die sehr viele Studierende von uns machen. Wir haben sehr viele internationale Studierende bei uns auch in englischsprachigen Masterstudiengängen. Und wir unterstützen natürlich auch unsere Studierenden in ihren jeweiligen Studiengängen, egal was sie studieren, tatsächlich ja auch Zeit im Ausland zu verbringen. Und Nina, das kann ja ein Praktikum sein, also eine Praxisphase im Ausland, oder es kann tatsächlich ein Teil des Studiums sein, ein Semester oder vielleicht 2 Semester im Studium, die man im Ausland machen kann. Könntet ihr vielleicht noch dazu was sagen? Was habe ich denn da eigentlich für Möglichkeiten an der Universität Potsdam? Also da natürlich auf jeden Fall an das International Office der Universität Potsdam wenden. Dort gibt es viele Beraterinnen und Berater, die über ein Praktikum im Ausland oder aber auch ein Auslandssemester über Erasmus-Programm, also innerhalb Europas, aber auch über die Hochschulpartnerschaften außerhalb Europas möglich machen. Und teilweise auch zum Beispiel mit Stipendien vom DAD, also da ans International Office der Uni Potsdam wenden. Und ich glaube, ich würde sagen, das ist nicht nur nice to have, sondern das ist eigentlich ein Must-have. Durch Corona ein bisschen schwieriger geworden, aber ansonsten, ich würde sagen, es ist eigentlich ein Must-have. Genau, da kann ich vielleicht nur ergänzen, auch noch eine schöne Sache, die vor allen Dingen die Uni Potsdam jetzt mitbringt. Es gibt die Silbertablett-Praktika, das sind Kooperationspraktika, die wirklich von der Uni Potsdam exklusiv ausgesucht wurden, auch für Studierende. Also es sind wirklich qualitativ hochwertige Praktika, wo sich der Schritt ins Ausland nochmal umso mehr lohnt. Ich meine, der lohnt sich immer, aber genau, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache, weil man einfach gar nicht selber erst anfangen muss, groß zu recherchieren, sondern da wirklich auf einem Silbertablett tolle Angebote hat für verschiedene Studiengänge und ich kann das auch
jedem und jeder nur ans Herz legen. Also, genau. Ich danke euch für diesen Einblick nochmal, für diesen kleinen Exkurs. Ich habe euch ein bisschen überfallen damit, tut mir leid. Danke, very important. Sehr schön. Dann würde ich jetzt tatsächlich unsere beiden verbliebenen Gäste und Magdalena wieder zur abschließenden Runde reinholen. Ja, welcome back, Wiebke, Willi und Magdalena. Wir sind jetzt ans Ende unseres Livestreams gekommen. Der erste Study-Stream, den wir mit euch gemeinsam bestritten haben. Bevor ich das Ganze beende, würde ich ganz kurz Vera nochmal das Wort geben. Wir haben uns überlegt, wir haben jetzt ja so tolle Ehrengäste bei diesem ersten Live-Study-Stream, #Number1. Vielen Dank für eure Teilnahme und wir würden euch auch das letzte Wort als Outro überlassen und wir hoffen, ihr habt alle noch einen ultimativen Tipp für alle Studieninteressierten und ich würde das Wort mal abgeben an Wiebke. Ja, also ich hoffe, ihr kommt nach Potsdam zum Studieren und genießt vor allem in den Sommersemestern draußen zu sitzen, vor der Mensa oder vor der Cafeteria und da eure Pause zwischen den Vorlesungen zu genießen. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch am meisten in Erinnerung habe an das Studium. Also wir sehen uns draußen vor der Mensa oder vor der Cafeteria. Danke dir, Wiebke. Es ist in der Tat sehr idyllisch, zumindest am neuen Palais. Ihr seht es dort. Willi, darf ich dich um ein paar Last Words bitten? Ja, nutzt das Studium für euch und vor allem traut euch. Geht ins Ausland, nutzt alle Möglichkeiten, ob Career Service, ob International Office. In Potsdam stehen ganz, ganz viele Türen offen und wirklich nutzt das und traut euch und habt Spaß dabei. Vielen Dank. Ich fand auch dann nochmal dein Hinweis, das Studium als Selbstverwirklichung toll, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und Nina nickt und darf ich dich auch um den ultimativen Tipp noch bitten? Genau, mein Tipp ist vielleicht ein bisschen Gelassenheit, denn selbst wenn ihr jetzt irgendwo startet und ihr merkt nach Semester 2, vielleicht war es doch noch nicht ganz das Richtige, die Uni Potsdam fängt euch auf jeden Fall auf an verschiedensten Stellen und da gibt es immer wieder Lösungen und Wege, dass man da irgendwie, genau, wieder zu dem zurückkommt, was man eigentlich gerne erreichen will. Deswegen einfach ein bisschen Gelassenheit und Zuversicht und viel Erfolg vor allen Dingen für den Studienstart. Vielen Dank, Nina. Das waren die perfekten Schlussworte für die perfekte Stunde. Und damit gebe ich ab an Christoph. Ja, dann sozusagen die letzten Worte noch von mir. Herzlichen Dank nochmal an euch, Willi, Wiebke, Nina, dass ihr dabei wart, uns unterstützt habt und eure Expertise eingebracht habt und für die Fragen der Ratsuchenden zur Verfügung standet und dass wir auf eure Erfahrungen zurückgreifen konnten. Das war ganz, ganz großartig und toll. Vielen Dank. Ich würde allen ZuschauerInnen jetzt nochmal sagen, wenn Sie Fragen haben, die jetzt vielleicht nicht beantwortet sind, kommen Sie einfach auf uns zu, auf die zentrale Studienberatung, schreiben Sie uns eine E-Mail, kommen Sie in unsere Zoom-Chats oder telefonieren Sie mit uns. Also Sie haben verschiedene Möglichkeiten, tatsächlich mit uns Kontakt aufzunehmen. Und last but not least ist morgen ja sozusagen so ein bisschen unser Highlight dieser Hochschulinformationstage. Also morgen ist der Tag, an dem sich alle Studiengänge, alle Fächer der Universität Potsdam tatsächlich mit eigenen Infoveranstaltungen vorstellen. Dieses Jahr natürlich rein digital, aber total spannend. Also dort können Sie tatsächlich dann auch immer genau Ihre fachspezifischen Fragen loswerden zu Computerlinguistik, Physik oder Russistik. Deshalb nehmen Sie die Angebote wahr, die morgen den gesamten Tag über stattfinden. Super spannend, was die KollegInnen dort in den Fakultäten auf die Beine gestellt haben. Und dann bleibt jetzt für mich nur noch zu sagen, vielen Dank, einen schönen Abend noch und wir sehen uns sicherlich dann bald zum Study Stream #Number2. Ciao.